Hallo, ich bin Lina und ich bin dein Guide durch den Social Hub. Heute zeige ich dir, wie die Ordner für unsere Inbox-Kategorien funktionieren und wie du sie am besten nutzen kannst. Wichtig: Ordner und Inbox-Kategorien können nur von Admins oder von Nutzern mit den entsprechenden Rechten bearbeitet werden. Das ist die allgemeine Übersicht für die Inbox-Kategorien. Ganz oben findest du den Hauptordner, in dem du die einzelnen Elemente auch bearbeiten kannst. Oder du klickst dich in die einzelnen Ordner, um die Kategorien zu sehen und zu bearbeiten. Du hast die Möglichkeit, Elemente umzubenennen, zu löschen oder auszublenden. Hier oben kannst du neue Ordner und Kategorien anlegen. Die Schritte sind wirklich sehr intuitiv und selbsterklärend. Wichtig ist nur zu wissen, Ordner müssen immer individuelle Namen haben. Das heißt, es kann keine zwei Ordner mit dem gleichen Namen geben. Wenn du eine Kategorie direkt in einem bestimmten Ordner anlegen möchtest, klicke zunächst auf den Ordner. Wenn du eine Kategorie als Unterkategorie anlegen möchtest, klicke einfach auf die Kategorie, die als Oberkategorie dienen soll. Du kannst übrigens bis zu 6 Ebenen an Unterkategorien anlegen. Ansonsten kannst du Kategorien auch einfach via Drag and Drop verschieben. Übrigens, wenn du eine Oberkategorie verschiebst, werden alle dazugehörigen Unterkategorien ebenfalls verschoben. Falls du bestimmte Kategorien nicht mehr benötigst, kannst du sie entweder ausblenden oder löschen. Ausgeblendete Elemente kannst du in dieser Ansicht immer noch sehen und bei Bedarf wieder sichtbar machen. Beim Löschen von Elementen erscheint in einigen Fällen eine Benachrichtigung, wenn zum Beispiel Kategorien aktuell im Einsatz sind. Du kannst dann entscheiden, was mit den betroffenen Kategorien passieren soll. Und das war auch schon die kleine Tour durch die Inbox-Kategorien. Doch wie kann man sie am besten nutzen? Das kommt natürlich ganz darauf an, was du am Ende analysieren möchtest. Zum Beispiel kannst du deine Inbox-Kategorien nach Themen aufteilen. Also ein Ordner für Nachrichtentypen, einer für Produkte oder Services und einer für Kampagnen. Innerhalb der Ordner kannst du dann zum Beispiel Produktgruppen als Oberkategorie anlegen und dann einzelne Produkte als Unterkategorien hinzufügen. Das ist besonders praktisch, wenn du messen möchtest, ob bestimmte Produkte mehr Engagement generieren als andere. In Kombination mit den Kategorien zu Nachrichtentypen kannst du zudem analysieren, ob bestimmte Produkte eher Fragen, Lob oder Kritik generieren. Es kommt ganz darauf an, wie detailliert du sein möchtest. Alternativ kannst du die Ordner aber auch nach Teams sortieren. So kann jedes Team seine eigene Sammlung haben und innerhalb des Ordners mit Ober- und Unterkategorien arbeiten. Wir würden vorschlagen, dass du dir vorab überlegst, was du am Ende messen möchtest, also ob es um Kampagnen, Produkte oder die Art der Kommunikation geht. Zudem ist die Nutzung der Ordner auch abhängig davon, wie viele Leute oder Teams sie täglich nutzen. Am Ende kommt es also immer auf den individuellen Fall an. Aber wir hoffen, unsere Ideen konnten dich etwas inspirieren. Und wenn du Fragen hast, kannst du dich jederzeit bei uns melden.